Wer ist da im Auto drin überhaupt? Das ist unser Kollege. Der traut sich nicht raus. Filmt ihr auch, oder was? Na, machen wir die Hände hoch. Mal so. Nix in der Hand. Jeder sucht sich aus, was er will. Also, wir können auch gerne die Polizei jetzt holen. Das ist kein Problem. Sozusagen das normale Dorf, was wir hier gerade abfahren. Und wenn wir jetzt noch 1 bis 2 Kilometer geradeaus fahren, dann sind wir quasi in der utopischen salafistischen Dorfgemeinde. Wir sind oft nicht so gut zu sprechen auf Journalisten, aber man kann es immer mal wieder versuchen. Ja, da sind wir nach Dubnica gefahren. Das ist eins von 4 Dörfern in Bosnien und Herzegowina, die von den Polizeibehörden beobachtet wird, weil da wohl sehr viele Islamisten leben. Halt abseits, berghoch, irgendwo im Wald und da wohnen die. Also Kamera runter, oder? Mal ein bisschen runter, wenn ihr seid hier das. Unser Ziel war es eben nicht, die Kamera drauf zu halten und kurz ein paar Szenen mitzunehmen, sondern die Leute kennenzulernen, wirklich mit ihnen zu sprechen, ihr Vertrauen zu gewinnen und zu verstehen, wie sie dort leben und warum sie so leben. Das Ding ist halt, dass du in diesem Land, das eigentlich nie große Probleme mit Islamismus gehabt hat, jetzt plötzlich eine Entwicklung hast, dass über 330 Leute sich dem IS anschließen. Und pro Kopf gerechnet sind das verdammt viele. Es sind mehr als in jedem anderen europäischen Land außer im Kosovo. Und woran liegt das? Also warum ist das so? Wir waren ja dabei, als die Schule vorbei war. Und dann hast du gesehen, dass manche Kinder den Weg runtergelaufen sind. Und die sahen halt alle aus wie Grundschulkinder. Und dann hattest du Kinder, die den Berg hochgelaufen sind. Du hast gemerkt, die gehen in dieselbe Schule, ja, aber nach Schulschluss ist es ganz klar getrennt. Die einen gehen nach Bosnien-Herzegowina und die anderen gehen in ihre Salafisten-Utopie. Ah, da unten sind Leute. Ja, Samir ist halt, es ist eine Größe in dem Dorf. Dann kommt ein Typ raus, dem eben ein Arm fehlt, der im Krieg irgendwie abgeschossen, abgenommen, was auch immer wurde, und war halt nicht auf der Höhe so. Es gibt Tage, an denen er gesprächiger ist. Wir hatten leider Pech an dem Tag. Es gibt hier einen Kriegsverwundeten, Samir, und der hat uns jetzt weitergeschickt zum nächsten Haus. Und da lebt anscheinend Ahmed. Ahmed ist religiös geschult. Er kann Arabisch. Und er ist nicht zu Hause, aber eines seiner Kinder, wahrscheinlich seine Tochter, hat uns jetzt quasi durch so einen kleinen Schlitz eine Nummer gegeben von ihm. Und Christo ruft ihn gerade an und der Christo macht auch auf Lautsprecher. Wir haben immer noch nur Freizeichen. Naja. Ich meine, das sicherste Wette ist, zur Moschee zu fahren und auf die Gebetszeit zu fahren. In diesem Dorf gibt es jetzt kein Wirtshaus, ja, wo sich alle treffen nach der Arbeit, sondern es gibt halt die Moschee. Und wenn jemand in diesem Dorf irgendwo abhängt, dann wahrscheinlich da. Und es wurde auch schon so ein bisschen dunkel, also es war das Abendgebet war schon so ein bisschen absehbar. Und wir haben uns halt gedacht, okay, dann stellen wir uns jetzt da 2 Stunden hin, irgendwann kommt er schon vorbei.
Mohammed sitzt in dem Auto vorne, der wohnt unterhalb der Moschee. Der Gebetsraum, der ist oben, hat 3 Kinder, spricht Deutsch, Mohammed. Hat ein Kennzeichen aus Luxemburg. Und bringt uns jetzt zu dem Emir. Emir ist ein religiöser Ausdruck mit einer weltlichen Komponente, heißt, er ist der Chef der muslimischen Gemeinde hier. Was so typisch ist für Salafisten, das kennst du ja auch, Christo, ja. Die lächeln immer. Die sind immer glücklich. Sind immer glücklich und sind immer nett. Religion ist eine Droge, eine sehr gute, glaube ich sogar. Ja. Und er fährt sportlich Auto. Also logisch, als der gesagt hat, wir fahren euch dahin, dachten wir uns halt so, ja geil, Jackpot, mit dem können wir bestimmt filmen. Wie kommst du hierher? Wie komme ich hierher? Mit dem Auto. Ja, aber wer hat euch geschickt? Ach, woher wir wissen, dass wir hierher kommen sollen? Also uns hat jetzt Samir geschickt. Vorher. Man kennt ja die Dörfer, weißt du? Also man kennt es ja. Was uns gleich aufgefallen ist bei dem Haus, das ist halt eine 3 bis 4 Meter hohe Mauer da. Also er will nicht gesehen werden. Er will nicht, dass man da reinschauen kann. Wollt ihr mein Pferd sehen? Dein Pferd? Du hast ein Pferd? Ja, klar. Ihr könnt mein Pferd filmen. Wieso gehen die Leute hierher? Ich möchte mit meinen Kindern leben. In Ruhe. Mit Tieren. Das mag ich einfach. Das ist mein Leben. Was sonst? Da haben wir eine Moschee, dass ich beten kann. Du hast in Bosnien sehr, sehr wenige Salafisten und dann hast du so ein Bergdorf und eine Ansammlung, wo über 100 direkt nebeneinander leben und wo in der direkten Nachbarschaft keine Nicht-Salafisten sind. Das ist kein Zufall. Wieso kommt man hierher? Einfach, weil das mein Land ist. Ja, dein Land ist ja groß. Also wieso sucht man sich dann Dubnica aus? Ich habe mir nicht Dubnica ausgesucht. Ich habe das total dick, wenn mich jemand anlügt. Und dann hat es mir halt irgendwann, mir hat es nicht gereicht und ich habe ihn ja auch nicht beschimpft oder so. Ich habe halt einfach nur gesagt, so, hör auf, mir Geschichten zu erzählen, von denen du selber weißt, dass sie einfach Bullshit sind. Schlussendlich macht jeder alles für sich selber. Das heißt, jeder ist für sich selber verantwortlich. Wir sind in einem demokratischen Land. Aber wenn jemand nichts sagt, wenn nur über einen gesprochen wird, das wisst ihr doch ganz genau, was das bedeutet. Dass die Hälfte von dem fehlt, um was es eigentlich geht. Wer ist da im Auto überhaupt? Das ist unser Kollege. Der traut sich nicht raus. Filmt ihr auch, oder was? Na, machen wir die Hände hoch. Machen wir mal so. Nix in der Hand. Jeder sucht sich aus, was er will. Also, wir können auch gern die Polizei jetzt rufen. Das ist kein Problem, wenn ihr Lust habt. Das können wir gerne machen. Wir reden doch ganz normal. Wir reden doch untereinander, oder? Aber ich habe keine Lust, jetzt mehr zu reden. Ich glaube, es war auf alle Fälle vollkommen den Versuch wert, dahin zu fahren, sich das anzugucken und dann eben auch zu scheitern, was dazugehört. So. Das ist doch so, dass Bosnien es oft nur in die deutschen Nachrichten schafft, wenn es um diese IS-Kämpfer und wenn es um Salafismus geht. Und das ist überhaupt nicht repräsentativ für dieses Land. Also tatsächlich hat mich am meisten interessiert, zu jungen Leuten hinzugehen und zu fragen, was ist los bei dir? So, was geht ab? Ich komme aus Bosnien und Herzegowina und wir sind 92 während des Krieges abgehauen. Und ich wollte wissen, wie sieht es eigentlich 25 Jahre später aus? Also sind bald alle weg oder gibt es da noch Hoffnung? Gibt es einen Grund, da zu bleiben? Gibt es eine Hoffnung, dass es dort in ein paar Jahren vielleicht besser aussehen wird? Und ob inzwischen eine Generation herangewachsen ist, die dieses Land verändern will und die dieses Land zu einem gemeinsamen Staat machen will, der halbwegs funktioniert. Und zum anderen ist es, du bist ja das beste Beispiel dafür, es gibt einfach eine wahnsinnig enge Connection zwischen Bosnien und Deutschland. So. Viele Leute, die mal da waren, viele Leute, die wieder zurückgehen. Das fand ich spannend, das ist so ein kleines Land, das so viel erlebt hat, so nahe irgendwie bei uns. Eben mit so einer super verqueren, komplexen Geschichte, von dem man halt nur ab und zu mal hört, ja, klappt nichts, kriegt nichts auf die Reihe, alle jungen Leute hauen ab. Muss man sich doch angucken.